mein Name ist Caroline Aguero-Villegas und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um dich mit mir über Berufsausbildung, Vorbereitung auszutauschen. Und dann würde ich einfach sagen, dass wir mit unserem Interview auch starten. Und kannst du uns im ersten Atemzug etwas über dich erzählen, über deine Organisation? Was machst du in der Organisation? Also mein Name ist Melissa Lehmann, ich bin 21 Jahre alt, befinde mich derzeit in der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement im 3. Lehrjahr, habe im August meine Abschlussprüfung und wenn ich diese absolviert habe, geht mein Weg weiter in feste Arbeit, werde jetzt ab 15.05. einen Weg anstreben in einem Pflegeheim vom IB direkt, die eine Stelle ausgeschrieben haben. Und darauf wird es dann höchstwahrscheinlich und mit ganz viel Glück hinauslaufen, dass ich dann dort direkt nahtlos von der Ausbildung übergehe. Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass Danke. es passt und klappt. Das ist ja selbstverständlich. Und Danke. kannst du uns auch etwas über deine persönlichen Erfahrungen in deiner Ausbildung erzählen? Nimmst du an berufsausbildenden Kursen teil, die mit deinem Beruf, deiner zukünftigen Arbeit im Bereich Pflege zusammenhängen? Ja, also meine Ausbildung läuft im Prinzip so ab, dass ich von Montag bis Mittwoch mich in der Praxis befinde. Das ist beim IB, das ist ein Bildungsträger in Chemnitz. Donnerstag und Freitag besuche ich die Berufsschule am Südbahnhof. Dort machen wir halt wirklich zum größten Teil nur die Theorie. Zu meinem Weg zu der Pflege bzw. zu dem Pflegeheim gehört eigentlich dazu, dass ich mich schon immer so ein bisschen für die sozialen Kompetenzen auch interessiere. Da ich aber körperlich verhindert bin, habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich zu dem Beruf Kauffrau für Büromanagement gehe und das einfach versuche, irgendwie auf meinem Weg und mit der Unterstützung vom IB und meinen Sozialpädagogen mit der Pflege irgendwie zu vereinbaren, damit das alles dann vorne und hinten passt und ich dann auch mit Motivation und mit Wille in mein weiteres Berufsleben gehen kann. Dann hast du ja eine gute Struktur, einen guten Plan überlegt, wie du deine Ziele am besten erreichen kannst. Und kannst du uns auch etwas über mögliche Berufsbildungskurse erzählen, die sich auf in deinem Fall jetzt auf die berufliche Entwicklung hinbeziehen und sind diese mit externen Unternehmen oder Organisationen in irgendeiner Form verbunden? Sprich, bist du noch anderweitig mit anderen Organisationen verbunden, verknüpft? Genau. Also ich selber bin mit anderen Organisationen jetzt nicht weiterhin im Kontakt. Ich bin tatsächlich nur im Hier und Jetzt, also ich konzentriere mich wirklich nur darauf und bin deswegen auch mit anderen Organisationen oder mit externen Unternehmen selten in Kontakt gekommen, bis auf unsere betriebliche Ausbildungsphase. Die umfasst knapp 40 Tage, wo wir uns ein Praktikum suchen, unserer Wahl. Aber ansonsten bin ich da weiterhin noch nicht so in Kontakt getreten, nee. Okay, ist total in Ordnung. Und die letzte Frage bezieht sich eher darauf hin, ob du uns was über deine Erfahrungen mit Berufsausbildungsanbietern und Unternehmen schildern kannst, dahingehend, wie die Zusammenarbeit möglicherweise besser laufen kann, dass Kurse vielleicht auch besser abgestimmt werden können auf Azubis. Hast du da für uns Informationen oder Grundlegendes, was du dazu sagen kannst? Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, dass man das gerade bei uns, wir machen eine außerbetriebliche Ausbildung, das heißt, unser Bildungsträger ist das IB, dann kommt wieder diese außerbetriebliche Phase in Frage, das sind dann wieder die knapp 40 Tage, wo wir uns in einem Praktikum unserer Wahl befinden. Man merkt die Unterschiede schon sehr. Wir im IB haben eine sogenannte Übungsfirma, wo wir alles so provisorisch auch mit anderen Firmen, die mit in dem Übungsfirmenring angemeldet sind, so untereinander ausmachen. Aber man merkt eben dann den Unterschied zwischen dem richtigen Unternehmen, nenne ich es mal, merkt man halt dann schon. Es fängt dabei an, dass man eventuell die Technik ausbauen könnte, beziehungsweise vertiefen könnte. Die Programme könnte man ein bisschen vertiefen, man könnte mehr darauf eingehen, auch für Außenstehende. Also wenn es im Fall der Fälle dazu kommt, dass von uns jemand ausfällt, dass eben auch Außenstehende den Überblick hätten. Und halt die Kommunikation untereinander könnte definitiv besser werden. Also es ist wirklich ausbaufähig. Man kommt damit zurecht, was man bis jetzt hat, beziehungsweise was man bis jetzt weiß und auch die Fachkenntnisse drüber hat. Aber es gibt einige Punkte, wo man sagen kann, bei uns in der außerbetrieblichen Ausbildung könnte man darauf definitiv weiter eingehen.
Okay, das klingt alles auch sehr schlüssig und sehr sinnvoll, was du uns erzählt hast. Und dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir erstmal viel Erfolg auf deinem weiteren Berufsbildungsweg und drück dir die Daumen, dass alles so passt, was du dir vorgenommen hast. Und dann wünsche ich dir erstmal für heute noch einen schönen Tag und bis bald. Vielen lieben Dank. Gerne.